Sehr geehrte Bürgerinnen, sehr geehrte Bürger, sehr geehrte Frau Bundespräsidentin Keller-Sutter, sehr geehrter Herr Bundesrat Pfister, sehr geehrte Mitglieder des Bundesrates, des Ständerates und des Nationalrates, sehr geehrte Damen und Herren. Auch in diesem Video geht es um die Wettbewerbsverletzungen im Zusammenhang mit der VBS Sport-App, beziehungsweise um den gegenüber meiner Ehefrau und mir angerichteten Schaden in diesem Zusammenhang, inklusive jenem, der aus den Zersetzungsmaßnahmen und der existenziellen Vernichtung entstanden ist. Wie im vorherigen Video mitgeteilt, gehe ich heute einen Schritt weiter. Ich werde beginnen aufzuzeigen, was die Vergehen und Verbrechen sind. In diesem Video geht es nicht eigentlich um ein Vergehen, sondern es geht um die Tatsache, dass das Argument für eine Absage, für eine vernünftige Lösung vom VBS auf meine Vorschläge in diesem Mai nicht adäquat sind. Dass das Argument nicht stimmt, dass es nicht wahr ist. Das Argument stammte von Herrn Dr. Gerhard Saladin, vom Chef Recht, VBS. Er war schon vorher im VBS, im Recht, im Sekretariat bei Bundesrätin Viola Amherd. Lassen Sie mich zuvor aber noch etwas ergänzen. Mir geht es nicht darum, die Schweiz schlecht zu machen. Mir geht es nicht einmal darum, die Leute, die da mitgemacht haben, bei diesen Vergehen und Verbrechen schlecht zu machen. Es geht mir und auch meiner Ehefrau und es ging uns immer nur darum, dass der Schaden, der die Schweiz gegenüber uns angerichtet hat, zu vergüten hat. Und der Schaden ist mittlerweile immens. Aber auch dennoch, unsere Vorschläge im Mai an Herrn Bundesrat Pfister sind für die Schweiz machbar, vernünftig und würden eine gütliche Lösung ermöglichen. Also wir machen massive Abstriche im Vergleich zu dem, was der effektive Schaden ist. Nun lassen Sie mich auf dieses Argument kommen, wo das VBS eine billige Absage gemacht hat auf diese Vorschläge. Lassen Sie mich hier auf einen Zeitsprung eingehen, nämlich zur Zeit, wo noch Frau Bundesrätin Viola Amherd die Chefin war vom VBS. Sie war von Anfang an involviert. Sie kannte die Fakten, ich komme noch dazu. Nachdem ich um Lösungen ersucht habe, gab es in Zeitschriften einige Mitteilungen auch von der Bundesrätin. Sie hat sich präsentiert, beziehungsweise der Fall wurde aufgenommen, insbesondere von dem Wochenmagazin Die Weltwoche. Ich möchte Ihnen daraus 2 Stellen vorlesen über die ehemalige Chefin VBS. Die erste Stelle ist eben, wie gesagt, in der Weltwoche unter dem Titel Amherds Ideenklau. Es ist die Nummer 46 vom 14. November 2019. Das ist ein fast 1,5-seitiger Bericht. Der würde sich lohnen zu lesen. Er zeigt eigentlich den Anfang an dieser Angelegenheit. Ich möchte aber nur einen Satz rausstreichen betreffend Frau Amherd. Bundesrätin Amherd nahm bis Redaktionsschluss nicht Stellung. Frau Amherd wusste Bescheid über die Sache. Etwas später, nämlich dann am 25. November, also kurz darauf, 2019, gab es ein Magazin des Grossisten Migros,
eine ausführliche Berichterstattung über die VBS-Chefin. Da möchte ich etwas zitieren. Sie ließ sich da zitieren, und zwar wie folgt: Außerdem sind mir Offenheit und Transparenz sehr wichtig. Wenn ein Projekt nicht gut läuft, möchte ich nicht, dass man das verschleiert. Irgendwann kommt es sowieso heraus. Stattdessen will ich die Fakten auf dem Tisch haben, damit wir gemeinsame Lösungen finden können. Nun, ich werde kurz dann auf das zurückkommen. Wie gesagt, ich habe mehrfach Lösungen gesucht, auch bei der Bundesrätin Viola Amherd und bei Ueli Maurer und überhaupt beim Bundesrat. Ich möchte das kurz aufzeigen. Nachdem eben dieses Treffen stattfand beim Kommando Ausbildung, um eben diese Situation zu bereden und eben meinem Anspruch zu folgen, was dann eben nicht gemacht wurde, eine Lösung zu erwirken, habe ich dann weiterhin eben Lösungen gesucht, und beispielsweise ging an Frau Viola Amherd dieser zweiseitige Brief: Wir ersuchen Sie nochmals und eindringlich um eine substanzielle Lösung, welche die Situation und die Konsequenzen für Perform-Fund, das war der eigentliche Innovator der App, wie in unserem Brief vom 20.05.2019 an Sie und den Bundespräsidenten geschrieben, berücksichtigt und erledigt. Der Bundespräsident, damals Ueli Maurer, war in der Sache ebenfalls involviert und informiert. Auch deshalb wurde er mit angezeigt bei der Bundesanwaltschaft, wie eben auch Frau Amherd und andere hohe Schweizer. Darauf gab es dann eine Antwort vom Chef der Armee. Das war Korpskommandant Philippe Rebord, und auch vom Direktor vom Bundesamt für Sport, vom BASPO, Direktor Matthias Römund. Sie schreiben: Die Chefin VBS, Frau Bundesrätin Viola Amherd und Bundespräsident Ueli Maurer bedanken sich für ihr Schreiben vom 20. und 27. Mai 2019. Wir wurden mit der Beantwortung derselben beauftragt. Nachdem der Chef Kommando Ausbildung, Korpskommandant Daniel Baumgartner, bereits mit seinem Schreiben vom 13. September 2018 zu ihrem Anliegen Stellung genommen hat, hat er sie mit Vertretern der Armee und des BASPO am 14. Mai 2019 in Bern im Rahmen eines 1,5-stündigen Gespräches persönlich angehört. Wir entnehmen es vom Wortlaut: Ich wurde angehört. Es war nie die Absicht, eine Lösung zu erwirken da. Nebenbei gesagt, man hat mir 240.000 Franken angeboten, das nebst vielem anderen nicht protokolliert wurde. Ich habe diesen Brief vom Korpskommandanten, vom Ausbildungschef bei mir. Das ist zusammengestellt ungefähr eine Seite. Und ich sage Ihnen, und das werde ich deutlich belegen, das ist der Anfang des Lügengebäudes, das das VBS unter der Federführung von Bundesrätin Viola Amherd aufgezogen hat. Ich werde dazu deutlich Stellung nehmen. Es ging dann weiter. Ich habe dann sogar auf weitere Ersuchen hin von Bundesrätin Viola Amherd einen persönlichen Brief erhalten. Und zwar am 26. August 2019. Ich habe die Angelegenheit durch mein Generalsekretariat prüfen lassen und kann Ihnen mitteilen, dass sich unserem Schreiben vom 14. Juni 2019 nichts hinzuzufügen habe. Auf weitere Korrespondenzen dieser Sache werden wir deshalb nicht mehr eintreten. Nun, das Generalsekretariat war damals besetzt, einerseits vom Generalsekretär Toni Eder, der spielte da auch eine Rolle dazu, zum Beispiel bei den Stellungnahmen beim Bundesgericht an. Und aber auch Herr Dr. Gerhard Saladin war da bereits Teil dieses Generalsekretariats. Ich bin dran geblieben und habe weiter Lösungen gesucht. Ich habe dann einen offenen Brief auch geschrieben. Ich habe auch beispielsweise an Frau Keller-Sutter, die heutige Bundespräsidentin, geschrieben. Da auf Seite 2 heißt es:
Die Zeit drängt, seit dem 23. Dezember 2019 ist bereits wieder kostbare Zeit verstrichen. Ich erwarte vom Bundesrat bzw. in obiger Sache bis zum 31. Januar 2020 eine gemeinsame und einvernehmliche Lösung gemäß meinem offenen Brief und so weiter. Nun, ich habe dann eine Antwort erhalten von der Frau Amherd, der VBS-Chefin, und zwar am 31. mit Brief am 31. Januar 2020 betreffend des offenen Briefes. Sehr geehrter Herr Sulzer, der Bundesrat hat mir Ihren offenen Brief zur Beantwortung weitergeleitet. Ich bitte Sie um Verständnis, dass ich materiell keine Stellung nehme, da diese in der bisherigen Korrespondenz bereits erfolgt ist. Selbstverständlich steht es Ihnen frei, das ist ein wichtiger Satz, selbstverständlich steht es Ihnen frei, Ihre Forderungen auf dem Rechtsweg geltend zu machen. So, also das Materielle ist einerseits in diesem Brief vom Herrn Ausbildungschef Korpskommandant Daniel Baumgartner erwähnt und mithin in einem einseitigen Protokoll, das hauptsächlich auf diesem Papier abstellt, als Protokoll von dieser Sitzung vom 14. Mai. Ein einziges Lügengerüst, damals ein Lügengerüst, das wurde dann zum erheblichen Lügengebäude aufgebaut. Nun, die Bundesrätin, Frau Amherd, sie schreibt es hier. Ich kann oder soll meine Forderung auf dem rechtlichen Weg geltend machen. Selbstverständlich. Nun, ich habe das gemacht. Ich habe über den normalen Rechtsweg, bin ich dann an das Finanzdepartement gelangt, habe eine Schadenersatzforderung gestellt, die wurde nicht bearbeitet. Ich konnte dann, weil der Bundesrat ebenfalls keine Stellungnahme abgegeben hatte, konnte ich dann Klage einreichen gegen Bundesrätin Amherd, was ich tat. Nun, das Finanzdepartement, die Mitarbeiter des Rechtes des Finanzdepartements haben dann eine Klageantwort geschrieben und sie haben dann auf einmal diese Verfügung geschrieben, wie sie eben hätte gemacht werden sollen, auch im Zusammenhang mit dieser Schadenersatzforderung. Das da ist ein mehrseitiges, es ist sehr klein geschrieben, ist ein 15-seitiges Dokument und hier noch die Klageantwort, ein etwas weniger umfangreiches Dokument. Ich kann Ihnen sagen, das ist ein einziges Lügengebäude. Es ist belegt, dass Viola Amherd, die frühere VBS-Chefin, die Federführung hatte da drin. Es ist belegt durch ihre eigenen Dokumente vom VBS. Und jetzt kommt so ein Dokument daher. Und ich muss Ihnen sagen, das Bundesgericht hat das nicht interessiert. Beziehungsweise, sie hat es nicht interessiert, das Bundesgericht, weil ich habe diese Lügen hier mit einem Papier in einer Stellungnahme entkräftet. Das Bundesgericht ist darauf nicht eingetreten und hat stattdessen, und da werde ich in einem separaten Video darauf eingehen, die Klage nach 9 Monaten vom Tisch gewischt. Und zwar mit Vergehen und Verbrechen, mit erheblichen Verfassungsverstößen. Nun, ich bin weiter dran geblieben und habe dann natürlich wieder um Lösungen ersucht. Ich möchte noch etwas anfügen da. Ich habe Frau Amherd, bevor sie das geschrieben hat, betreffend der Aufforderung ans Gericht, habe ich sie nochmals persönlich per E-Mail aufgefordert oder aufgerufen, eine Lösung zu ermöglichen. Ich habe geschrieben, ich möchte die Gelegenheit auch nutzen, Sie nochmals persönlich für eine gemeinsame Lösung anzusprechen. Eine gemeinsame Lösung mit einem für beide Seiten vernünftigen Abschluss wäre sicher für Vorteil von allen. Sie erinnern sich? Sie hat geschrieben, sie wolle die Fakten auf dem Tisch haben, sodass man Lösungen finden kann. Frau Amherd
hat zu keinem Zeitpunkt eine Lösung finden wollen. Sie hatte weder die Idee noch den Willen dazu. Sie hatte die Fakten aber gekannt. Das Bundesgericht hat die Fakten nicht interessiert. Sie haben die Klage vom Tisch gefegt. Nun komme ich zurück zum Dokument, wo eben die Absage bedeutet, auf meine Ersuchen hin mit meinen Vorschlägen im Mai an den neuen VBS-Chef Herrn Bundesrat Pfister, wo der Herr Saladin ja seine Antwort begründet. Nun, diese Antwort, wie er selbst eben auch aufführt, geht zurück auf September 22. Auf mein Ersuchen hin hat es dann offenbar ein Gespräch gegeben. Er schreibt da, er hätte das mit dem Generalsekretär des VBS, Herrn Toni Eder, diskutiert. Wir sind zum Schluss gekommen, dass der Zeitpunkt für eine gütliche Einigung aufgrund des mittlerweile ergangenen Urteils des Bundesgerichts bereits vorbei ist. Dass VBS weder aus rechtlicher noch moralischer Sicht verpflichtet ist, sie bla 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 und so weiter. Dieses Argument bringt das VBS wieder ein. Herr Dr. Gerhard Saladin bringt dieses Argument von damals zur Absage für einen vernünftigen, konkreten, für die Schweiz machbaren Vorschlag, um das abzulehnen. Meine Damen und Herren, die Situation ist heute eine ganz andere. Es gibt massive Zersetzungsmaßnahmen gegenüber meiner Ehefrau und mir. Massiv. Ich habe darüber berichtet, auch per Video. Der Bundesrat weiß Bescheid. Man behilft sich jetzt mit dieser Absage mit einem billigen, nicht gültigen Argument. Weil man kann doch nicht behaupten, der Zeitpunkt für eine gütliche Lösung sei verstrichen, nachdem das Bundesgerichtsurteil gefällt worden ist. Beziehungsweise es gab ja nicht mal ein Urteil. Die Klage wurde nachträglich abgewiesen, mit Vergehen und Verbrechen. Man kann doch das nicht bringen als Argument, wenn ich seit Beginn unermüdlich bei den verantwortlichen Personen um Lösungen ersucht habe. Wenn die Bundesrätin, Frau Viola Amherd, mich aufforderte und gesagt hat, mir steht der Weg frei, das rechtlich zu klären, was ich dann gemacht habe, mir das Bundesgericht aber sämtliches Gehör wegbedingte. Nebenbei gesagt, mir wurde nicht mal ein Rechtsbeistand zugesagt, obwohl ich Anrecht gehabt hätte. Man kann doch nicht mit einem billigen Argument kommen, auch in der heutigen Zeit, eine vernünftige Lösung sei nicht möglich. Der Zeitpunkt sei hinüber. Erstens oder zweitens, eine vernünftige Lösung ist auch heute noch möglich. Es ist nicht eine Frage von Rechtsstaatlichkeit mehr, weil der Rechtsstaat hat nicht funktioniert. Das werde ich auch belegen mit diesen Verfahren, die nicht rechtsstaatlich waren. Also ist es eine politische Frage, ist eine Frage des Willens. Will man jetzt diese Angelegenheit gütlich, vernünftig lösen oder will man sie weiter eskalieren lassen? Will man uns, meine Ehefrau und mich, völlig zugrunde gehen lassen? Mit hundertprozentiger Schuld des VBS, der Schweiz und ihrer Günstlinge? Das ist eine reine Frage vom Willen. Und wie gesagt, die Vorschläge, die sind machbar. Mithin muss man sagen, wenn dieses Argument ja kommt vom Herrn Dr. Jur Gerhard Saladin, dass der Zeitpunkt für eine gütliche Lösung vorüber sei, das ist ja letztlich nichts mehr als eine Bestätigung, dass offenbar Bedarf da ist, um etwas zu lösen. Also, da gibt es eine Schuld, sonst hätte er das gar nicht sagen müssen. Und nun möchte ich doch noch ein Wort zu Herrn Pfister sagen. Entschuldigen Sie, Herrn Bundesrat Pfister.
Sie erinnern sich, wenn Sie zugehört haben, wo ich das vorgelesen habe von Frau Amherd, dass sie Fakten wissen will und Lösungen, um Lösungen zu ermöglichen. Sie hat das nie gemacht, habe ich vorhin erklärt. Nun, Herr Pfister, Sie haben anfangs gesagt, Sie wollen dort die Sachen aufklären, wo es eben etwas aufzuklären gibt. Mit diesem billigen Argument, das keine Gültigkeit hat, das in Anbetracht der Vorschläge, der machbaren, vernünftigen Vorschläge, die Ihnen vorliegen, dass Sie die ablehnen mit diesem Argument. Herr Bundesrat Pfister, treten Sie da nicht in dieselben Stapfen von Bundesrätin Viola Amherd, Ihrer Vorgängerin? Es ist Ihr Entscheid, hier jetzt einen guten Abschluss zu finden. Das ist möglich. Und nun noch Frau Bundespräsidentin Keller-Sutter. Ich habe sie angezeigt, ich habe das schon mal erwähnt. Gegebenenfalls müssen wir auch darüber noch sprechen. Sie sind jetzt als Bundespräsidentin die Vertreterin der Schweiz. Sie haben die Aufgabe, unter anderem möglichst die Reputation vorwärts zu bringen der Schweiz. Sie haben die Aufgabe, die Verantwortung auch irgendwo wahrzunehmen, dass das funktioniert. Sie selbst haben ja sich für diese Verantwortlichkeit und für den Rechtsstaat stark gemacht. Warum lassen Sie das zu, dass jetzt da keine Lösung kommt? Zum Beispiel im Gremium des Bundesrates. Sie haben die Möglichkeit, hier etwas zu beenden, was schon längst hätte beendet werden müssen. Also ich bitte Sie auch und auch der gesamte Bundesrat und letzten Endes auch das Parlament, was da involviert bzw. informiert gewesen ist und informiert ist, um eine entsprechende Lösung. Die nächsten Videos, die werden tief gehen. Da wird es um diese Wahrheiten bzw. Unwahrheiten gehen. Und ich kann den Bürgerinnen und den Bürgern und möglicherweise sogar den Bundesangestellten und den Staatsangestellten versichern, dass das, was sie dann zu hören bekommen, sie schockieren wird. Das, was die Schweiz mit uns gemacht hat, das, was die Schweiz in den Verfahren gegen mich insbesondere, aber auch gegen meine Ehefrau in einem Teilverfahren, in einem Teilbereich drin gemacht hat, wird sie schockieren. Ich garantiere Ihnen das. Also lassen Sie das beenden. Es ist im Moment noch Zeit. Ich habe Ihnen unsere Schritte aufgezählt. Vielen Dank. Auf Wiedersehen.